Einmal den Bordstein nicht gesehen und schon ist es passiert. Die teure Felge ist hin. Was man da machen kann außer neu kaufen, wollen wir uns heute mal anschauen. Dafür begrüße ich einen Gast. Dazu jetzt mehr. Ja, hochglanzgedrehte Felgen, gerade von renommierten deutschen Premium-Herstellern, sind sehr teuer, selbst gebraucht. Da gibt es aber eine Möglichkeit, die man ergreifen kann, anstatt neu zu kaufen, nämlich eine Reparatur. Und deswegen habe ich den Rudi eingeladen. Rudi ist Experte für Felgenreparatur bei hochglanzgedrehten Felgen. Wir haben ihn in seiner Werkstatt besucht und wollen heute mal so drüber sprechen, was alles geht und vor allen Dingen, wie es geht. Herzlich willkommen, Rudi. Hallo. Ich würde sagen, wir haben ja schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Wir schauen uns das mal gemeinsam an und erzählen euch oder nehmen euch dabei mit, um einfach mal den Prozess zu beschreiben. Und dann werde ich mit Sicherheit auch noch die eine oder andere dumme Frage stellen. Genau, erstmal vorweg, vielleicht so ein paar einleitende Worte. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Felgenreparatur? Wie kam es? Ja, grundsätzlich war immer die Frage, wie kann ich glanzgedrehte Felgen instand setzen? Sehr viele nicht gute reparierte Felgen gesehen und dann sich vernünftig informiert, zwecks Maschinenfuhrpark, den man braucht von A bis Z. Das ist eine sehr große Sache, musste man feststellen. Es fängt eben an von einer sehr guten Wuchtmaschine, um den Rundlauf zu kontrollieren, geht dann zur CNC-Maschine, Pulverbeschichtung, Acryl, sehen wir noch zum Thema im Video was. Ja, das sind erstmal die Grundsachen und ich wollte eben eine vernünftige Reparatur anbieten. Klingt gut, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Du erzählst uns einfach, was da passiert. Das Auto ist schon da, Rudi, erzähl uns doch mal, was wir hier für einen Schaden haben. Ja, wir sehen einen klassischen Bordsteinschaden an einer großen AMG-Felge, den wir jetzt bearbeiten werden. Für mich sieht es jetzt aus wie eine Wuchtmaschine. Ist da was Besonderes dran? Ja, die ist natürlich nicht konventionell. Das ist integrierte 3D-Laserabtastung, dass wir natürlich auch alle Schäden, die jetzt das bloße Auge manchmal auch übersehen kann, nochmal abgetastet werden und kontrolliert werden. Okay, es geht jetzt um eine reine Schadenskontrolle. Du guckst dir das Schadensbild an, da wird jetzt noch nichts vermessen oder erstellt sozusagen. Grundsätzlich wird hier nach Reifenschäden, Karkassenschäden gesucht und die Felge, der Rundlauf und dem Seitenschlag wird sich angeschaut oder eventuell auch ein Riss. Bis zu welcher Tiefe kann man so eine Schäden beheben? Grundsätzlich geht man immer in die Richtung von 1 mm. Ja, das ist schlimmer sollte es nicht sein. Genau, hier können wir jetzt noch mal sehen, die Laserabtastung beginnt, dass wir Rundlaufschäden und Seitenschlägen kontrollieren können, bevor jegliche Arbeit an der Felge beginnt, weil das ist die Grundvoraussetzung, eine Felge muss gerade drehen, Rundlauf, Seitenschlag 100% okay sein. So, jetzt haben wir da irgendwelche Grafiken und Darstellungen. Kannst du mal kurz erklären, was da zu sehen ist? Ja, da können wir grundsätzlich sehen, dass wie weit eine Felge rund läuft oder nicht. Das ist natürlich ein Standardwert und daran kann man natürlich abmessen, wie der Rundlauf ist. Hier können wir noch mal sehen, das Reifenprofil, wie es abgetastet wurde, wie genau es auch ist. Man kann auch die Schrift erkennen und auch natürlich jeden Schaden, den man jetzt in dem kleinen roten Pfeil erkennen kann. Da wird ein Karkassenschaden angezeigt, den wir natürlich dann nochmal den Kunden mitteilen können und natürlich nochmal genauer anschauen können. Der Rundlauf ist sehr wichtig, dass die Felge natürlich in der CNC-Maschine nicht eiert. Hier können wir nochmal sehen, wie die Felge vom Innenbereich abgetastet wurde von der Wuchtmaschine 3D-Vermessung, um Risse oder eventuelle Zusatzschäden zu erkennen. Hier können wir jetzt sehen, wie Wuchtgewichte und Klebereste entfernt werden, ohne Kratzer oder Beschädigung im Lack zu machen. Jetzt werden wir den Reifen demontieren und das ist der Standardschritt, der bei Felgentech immer ist. Jede Felge wird ohne Reifen bei Felgentech bearbeitet. Ihr könnt hier sehen, das ist eine konventionelle Demontiermaschine von Reifen. Wir verwenden dieses Modell, weil wir keine Zentralspannung möchten, um dass bei frisch lackierten Felgen Abplatzungen oder Druckstellen entstehen. So, und jetzt das Gerät werde ich auch hier herstellen. Ich werde nie wieder Felgen reinigen. Das ist nämlich ein Ultraschallbad. Richtig, das ist eine Ultraschallreinigungsanlage, die Firma Felgentech selber designt und bauen lassen haben für unsere Anforderungen. Hier kann man sehen, 2 Felgen in der Reinigungsanlage, aber bis zu 4 Stück ist es möglich. Und wir werden jetzt die Felgen mit Ultraschall reinigen. Ist das nur Wasser da drin oder wie funktioniert die Reinigung? Das ist eine Ultraschallreinigung mit Wasserbasis und ein Reiniger auf Zitronensäurebasis und ist umweltverträglich und kann pH-neutral entsorgt werden. Sind die Felgen jetzt schon fertig oder musst du da noch was machen? Die Felgen müssen jetzt nochmal klargespült werden und dann sind die fertig. Wie man sehen kann, sind die Felgen sehr sauber. Davor waren sie bestimmt 3 Jahre nicht gewaschen und dementsprechend sehr schwierig zu reinigen normalerweise. Und so sehen sie in einer halben Stunde aus wie neu. Mit den Schäden leider noch, die wir jetzt noch beseitigen werden.
Wie wir hier sehen, ist es unsere CNC-Maschine, die diese Felgen dann bearbeitet wird im Bicolor-Bereich oder glanzgedreht. Wir beginnen hier jetzt mit der Abtastung der Felge, der Felgenkontur, um diese Felge dann neu abdrehen zu können. Gut, das heißt, er stellt jetzt eine grobe Zeichnung der Felge des Designs sozusagen. Richtig. Also grundsätzlich funktioniert es so, dass der Taster die Felge vom Felgenrand, äußersten glanzgedrehten Bereich, anfängt abzutasten, wirklich jede Erhebung, Neigung der Felge, dass wir dann im Computer sozusagen das genaue Programm programmieren können für die Felge. Genau, jetzt können wir sehen, die Felge wird auch nass abgedreht. Das natürlich durchs Abdrehen entsteht Hitze, wird automatisch Kühlung und Schmierung, um ein gutes Glanzbild zu erzeugen. Wie wir sehen, ist es die erste Anfahrtstelle ohne viel Materialabtrag. Da geht meistens nur der Klarlack ab. Warum fängst du erst so, sage ich mal, soft an? Warum nimmst du erst so wenig runter? Grundsätzlich ist es so, dass hohe Abnahmen vom Material sehr ein schlechtes Drehbild erzeugt und Lackabplatzung erzeugen können. Dementsprechend gehen wir sehr langsam vor. Wir haben einen Vorschub von 2/10 maximal, um den alten Lack sozusagen alt, wir reden im Schnitt von 3 bis 4 Jahre alten Felgen, aber es kann eben passieren, dass Lack abplatzen könnte bei hohen Materialabnahmen. Also bei glanzgedrehten Felgen ist immer wichtig, dass der komplette glanzgedrehte Bereich komplett überdreht wird. Sonst gibt es natürlich unterschiedliche Flächen und würde sich immer markieren und würde nie gut aussehen. Man macht immer komplett von dem äußersten Rand bis zur letzten Innenseite sozusagen, egal wo der endet, wird immer komplett abgedreht. Genau, wir können hier jetzt nochmal sehen, die Felge ist nach dem CNC-Drehen, wird nochmal fettfrei gemacht vor der Beschichtung. Gut, ich glaube, wir haben jetzt eine reparierte, blanke Felge, wenn man so will. Wie geht's weiter? Genau, jetzt ist es so, dass der glanzgedrehte Bereich komplett gedreht ist und wir jetzt in der Pulverbeschichtung sind. Am Ende jetzt von der glanzgedrehten Felge wird Acrylpulver beschichtet, wie original beim Hersteller, um eine gute Versiegelung zu haben und ein gutes Glanzbild oder ein sehr gutes Glanzbild im Acrylpulversegment. Das ist so die einzige Möglichkeit, die du hast, oder könntest du jetzt auch irgendwie lackieren? Wir könnten jetzt auch mit einem Klarlack lackieren, aber es gibt natürlich bei so vielen Ecken und Nischen und Kanten immer ein Haftungsproblem, um alles gut zu treffen. Deswegen haben wir uns entschieden, in der Firma Felgentech eine Acrylpulverbeschichtung zu machen, um jede Felge in einer guten Schichtdicke auch zu belegen. Wie man jetzt sehen kann, werden praktisch Bolzenlöcher oder Anschlussstellen komplett vom Pulver befreit, um keine losen Bolzen zu bekommen. Jetzt wird die Felge in den Ofen geschoben, wird bei 170 Grad eingebrannt. Das heißt, eine sehr stark und widerstandsfähige Klarlackschicht. Also wenn du Klarlack sagst, meinst du die Beschichtung im Endeffekt? Richtig, ich meine die Beschichtung, weil am Ende, wie ihr sehen könnt, war die Felge weiß. Jetzt ist sie im Hochglanz. Beim Einbrennen färbt sich der weiße Klarlack in transparent. Kommt dadurch auch dieser Regenbogen-Look, wenn man auf die Felge seitlich guckt? Nein, der entsteht durch die CNC-Bearbeitung und nur das kann bei der CNC-Bearbeitung erzeugt werden. Polierte Felgen oder andere Felgen werden nie in Regenbogen glänzen. Okay, jetzt haben wir eine fertige Felge, die baust du jetzt noch zusammen. Was kostet denn sowas roundabout? Also die grundsätzliche CNC-Bearbeitung inklusive der Reifenmontage und Acrylpulverbeschichtung beginnt ab 250 € netto bei der Firma Felgentech und muss natürlich immer im Einzelfall auch entschieden werden, weil jeder Schaden ist unterschiedlich. Im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, es gibt jetzt eine Grundsituation, es gibt schon erste Hersteller, die jetzt so eine Reparatur freigeben. Ja, es gibt Hersteller, die sagen, dass eine Bearbeitung bis 1 mm freigegeben ist, aber das müssen wir im Einzelfall dann immer sehen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir im Rahmen bleiben, sollte es kein Problem geben bei der Felgenbearbeitung. Okay, wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf unsere Felge hier raufgehen, jetzt können wir uns die ja mal zusammen angucken. Wie würdest du das beurteilen? Das ist jetzt ein starker Schaden. Siehst du jetzt so vom Auge, ich weiß, du musst ja nochmal messen, aber von dem, was du siehst, würdest du sagen, da wird es grenzwertig, oder sagst du, nee, das können wir gut reparieren? Also grundsätzlich hier bei der BMW-Felge können wir sehen, ist der Schaden zwar rundrum, sage ich mal, gut getroffen vom Bordstein, aber auch nicht sehr tief. Also ich würde sagen, das ist hier kein Problem, die Felge zu bearbeiten. Immer wichtig ist, dass er nicht zu tief ist oder sich aufgestautes Material sich irgendwo bildet. Dann ist es ein guter Indikator, dass sie sehr stark getroffen wurde. Ja, Rudi, vielen Dank. War auf jeden Fall super spannend. Wir blenden hier nochmal ein paar Vorher-Nachher-Bilder ein, dass man mal sieht, was da alles möglich ist. Ich glaube, relativ alternativlos, gerade bei teuren Felgen. Ich meine, so eine neue AMG-Felge kostet wahrscheinlich 1.000 € oder 500 € zumindest. Gut geschätzt. Die AMG-Felge liegt hier bei 1.300 € netto.
Das ist eine Ansage, das heißt gerade wahrscheinlich bei Leasing ein heikles oder heißes Thema. Ja, Leasing ist immer ein heißes Thema, weil Felgen, wenn sehr stark beschädigt sind, immer komplett ausgetauscht werden und der Leasingnehmer immer sehr kostenintensiv am Ende bezahlen muss. Super, Rudi, und vielleicht am Ende nochmal, wo findet man dich, wenn man sich jetzt darüber informieren möchte? Ja, ihr findet mich bei Google, bei Instagram und natürlich in Teltow in der Rulzhofer Straße 100. Ich würde sagen, die Felge packt Rudi ein. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Die kriegen wir dann glänzend wieder, so wie ich hoffe. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Sehr spannendes Thema, auch für uns mal über den Tellerrand zu blicken. Schreib gerne in die Kommentare, was du darüber denkst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.